Guten Morgen zusammen. Tagesimpuls. Was sagt das Engeltarot dazu? Oh, wie wunderbar. Das Ass des Feuers bietet uns für heute oder für die nächste Zeit, das sind alles kleine Impulse für das Kommende, eine gute, großartige neue Chance, zum Beispiel auch für Karriere, berufliche Situationen. Und es sind Dinge, die auch das Leben ein bisschen mit verändern, die auch mit der Energie des Feuers so ein bisschen relativ gut geladen sind. Ne? Das Ass des Feuers ermöglicht uns auf jeden Fall hier innovative Ideen, die auch so mit Begeisterung, sprich man brennt wieder für irgendeine Sache. Man kann Träume verwirklichen, man kann das Leben verändern. Es geht um neue Unternehmungen, es geht um den frischen Start. Ja, es geht einfach los, ne? In einem guten Tempo auch für uns. So, was sagen die Göttinnen? Ja, das könnte ein bisschen viel werden. Deshalb kommt hier die grüne Tara und sagt, beginn mal zu delegieren, lasse dir von anderen helfen, gib etwas ab. Denn hier kommt etwas, was du für dich nutzen darfst und dir darfst du auch die Konzentration drauf richten und das Drumherum ein bisschen mehr an andere verteilen. Hier geht es um dein Zuhause, deine Umgebung. Auch da vielleicht gucken, dass du delegierst, wenn du kannst. Oder dass du dich so einrichtest, dass es einfach bequemer wird. Möglicherweise geht es hier auch um Umzüge oder Veränderungen der Bewohner in deiner Umgebung. Hier haben wir noch Artemis. Da geht es um das Beschütztsein, ne? Du und die Deinen sind sicher und spirituell behütet. Also hier geht es vielleicht um einen Prozess, der dir was Neues bringt und deine Umgebung muss sich ein bisschen mitdrehen. Aber das ist geschützt und gewollt so. Was sagen die Antworten der Engel dazu? Guckt mal, die Fülle kommt. Also etwas präsentiert sich zu deinem Besten, zu deiner Erleichterung, zu einem persönlichen Reichtum auch für dich und die anderen. Hier zu delegieren beginnen und hier sich durchsetzen, mag beides ein Thema dieser Legung mit sein, ne? Weil das Ganze beginnt ziemlich flott. Also das ist jetzt nichts, das mit der Feuerenergie ist es sowieso schnell da und es ist auch etwas, für was du brennst, was energiereich ist, aber das kommt hier ziemlich schnell, ne? Und es scheint auch lebensverändernd zu sein und bringt dich an irgendein Ziel, wo du vielleicht vorher gedacht hast, ah, das ist für mich nicht erreichbar. Okay, wir gucken, was die Lennys dazu sagen. Kommen sie schon raus, bevor ich mische. Hier geht es darum, seine eigene Größe zu leben, aufzustehen, Wachstum zu erfahren, Vertrauen zu haben. Der ganze Prozess hier kommt viel von außen, von den Einflüssen, die du eben nicht kontrollieren kannst. Und du kriegst hier eine Riesenchance, um beständiges Wachstum in dein Leben zu kriegen. Guck mal, hier unten haben wir noch die Fische. Da geht es tatsächlich auch um die Finanzen ein bisschen mit. Das heißt ein bisschen, es geht darum. Welches Krafttier begleitet die Legung? Ja, wir haben hier die Schlange, die weibliche Lebensenergie. Das ist jetzt auch sehr interessant, weil die Schlange steht für mich immer auch für eine Genesung oder für einen Aspekt der Genesung, der Rehabilitation, so wie die Dosis bestimmtes Gift, ne? Und es geht natürlich mit der weiblichen Energie auch um den annehmenden Teil.
es kommt ja auch nicht so umsonst, beginne zu delegieren, denn hier geht es schon um die Kräfte, um die persönlichen Rhythmen. Mit was kommt man klar im Alltag, wo muss man was weglassen, wo braucht man zu viel Kraft, wie setzt du deine Energie ein? Und genau da gibt es eine neue Entwicklung. Ne? Es geht darum, die Lebenskräfte, die man hat, zu leiten. Es geht darum zu hinterfragen, wo baue ich Kraft auf, wo ziehe ich sie runter. Und die Schlange ist sozusagen jetzt dein Lehrmeister. Die Aufforderung gilt sehr, sich an sich mit der eigenen Lebenskraft, hier die eigene Größe, ne, zu beschäftigen, auf den Körper zu hören, wo man zum Beispiel über den Körper halt reagiert. Manche werden schnell müde, bei manchen bleibt die Luft weg. Wo fühlt man sich freudig, wo fühlt man Entspannung? Es geht auch ein bisschen darum zu gucken, was gebe ich in mich, sprich, was konsumiere ich? Wie verhält sich das, wenn ich das konsumiere? Und wie fühle ich mich an sich? Möchte ich weinen? Möchte ich lachen? Was ist in mir für ein Gefühl? Und genau da sitzt die Antwort drin. Ne? Finde praktisch raus, was dir gut tut und speise dich daran. Für mich ist die Schlange auch so typisch dieses Häutungs-Ding. Du legst eine alte Haut ab, du erblühst neu, du streifst irgendein Gewand ab, das dir nicht mehr passt und entwickelst dadurch auch klare Intentionen und neue Dinge, weil du etwas, was du nicht mehr brauchst, dir einfach entledigst. Also ein bisschen auf das Gucken, was der Körper uns sagt, was der Körper uns mitteilt. Wo gehen die Energien hin? Hier mit dem Ast des Feuers kannst du sie wirklich gebrauchen, die Energie. Deshalb werden wir auch hingewiesen, dass wir delegieren sollen und abgeben. So, was sagt der Gesang der Vögel noch dazu? Da haben wir 3 gekriegt, ich nehme sie alle 3. Wir haben die Dole. Die Dole bringt dir Licht ins Dunkel. Sie warnt dich vor unerwünschten Situationen und bietet dir einen wichtigen Impuls bei Finden von Lösungen. Wir haben den Papagei. Da geht es um die Kommunikation. Vielleicht tausche dich mit Menschen aus. Das muss man ja auch beim Delegieren. Mit dem Bären hätten wir hier vielleicht noch einen Ratgeber oder jemand, der uns einen guten Tipp gibt. Und wir haben noch die Krähe. Ich habe Zugang zur anderen Welt und kündige dir Veränderungen an. Ich führe dich zur Spiritualität zurück und helfe dir, dein Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Wunderbar. Also eine Wandlungsphase mit großartigen Chancen, die hier auf dem Tisch liegt zur Fülle, aber andererseits muss man auch wieder abgeben, ne? Damit es nicht zu viel wird und die Zeit ist relativ nahe. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.